Schnarchen gilt oft als harmloses, wenn auch störendes Geräusch im Schlafzimmer. Doch nicht jedes Schnarchen ist bloß ein lästiges Begleitgeräusch der Bettruhe. Manchmal ist es ein ernstzunehmender Hinweis auf tiefer liegende gesundheitliche Probleme. Wenn die nächtliche Atmung unregelmäßig wird, wenn Pausen entstehen oder der Schlaf wenig erholsam bleibt, kann das auf gefährliche Störungen im Körper hinweisen. Oft merkt die schnarchende Person selbst nichts, der Partner oder die Partnerin dafür umso mehr. Die folgenden Punkte zeigen, welche Krankheiten sich hinter dem nächtlichen Sägen verbergen können, warum sie nicht unterschätzt werden sollten und was im Körper dabei geschieht. Nummer 1. Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Die wohl bekannteste und ernsthafteste Ursache für krankhaftes Schnarchen ist die obstruktive Schlafapnoe. Dabei kommt es durch eine Erschlaffung der Rachenmuskulatur zu wiederholten Atemaussetzern im Schlaf. Der Körper reagiert mit Wegreaktionen, die die Atmung wieder in Gang setzen, meist unbemerkt vom Betroffenen selbst. Typisch ist dabei ein lautes, unregelmäßiges Schnarchen mit Pausen, gefolgt von einem Japsen oder Keuchen. Diese nächtliche Atemnot führt zu ständiger Unterbrechung des Tiefschlafs und langfristig zu Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Bluthochdruck und erhöhtem Herzinfarktrisiko. Nummer 2. Übergewicht und metabolisches Syndrom. Übergewicht, insbesondere Fettansammlungen im Hals- und Nackenbereich, kann den Atemweg im Schlaf mechanisch verengen. Je mehr Gewicht auf den Brustkorb und den Rachenraum drückt, desto leichter fällt das weiche Gewebe in sich zusammen. Das Ergebnis? Vibrationen, die das typische Schnarchgeräusch erzeugen. Häufig ist dieses Schnarchen ein Begleitsymptom eines metabolischen Syndroms, das aus Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhtem Blutzucker und gestörtem Fettstoffwechsel besteht. Ein gefährlicher Mix, der auch das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigert. Nummer 3. Nasenatmungsstörung und chronische Entzündung. Nicht jede Schnarchursache liegt im Rachen, oft beginnt sie schon in der Nase. Eine verkrümmte Nasenscheidewand, Polypen oder chronisch entzündete Schleimhäute können die Nasenatmung behindern. Atmet man vermehrt durch den Mund, trocknet der Rachen aus, die Muskulatur erschlafft und das Schnarchen beginnt. Auch Allergien, etwa gegen Hausstaub, Milben oder Pollen, können diese Prozesse verstärken und zu nächtlichem Lärm führen, insbesondere in der Allergiesaison oder in schlecht gelüfteten Räumen. Nummer 4. Schilddrüsenunterfunktion. Ein langsamer Stoffwechsel, verursacht durch eine Schilddrüsenunterfunktion, kann dazu führen, dass Muskeln allgemein schlaffer werden, auch die im Bereich von Zunge, Gaumen und Rachen. Diese Erschlaffung begünstigt das Zusammenfallen der oberen Atemwege im Schlaf. Gleichzeitig kann die Unterfunktion Wassereinlagerung im Gewebe verursachen, was zusätzlich zu einer Verengung der Atemwege führt. Wer neben dem Schnarchen auch unter Antriebslosigkeit, trockener Haut, Gewichtszunahme oder Kälteempfindlichkeit leidet, sollte die Schilddrüse untersuchen lassen. Nummer 5. Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Alkohol vor dem Schlafengehen entspannt, leider auch die Muskulatur im Rachen. Diese übermäßige Entspannung lässt die Atemwege leichter kollabieren, was das Schnarchen deutlich verstärken oder überhaupt erst auslösen kann. Ähnlich wirken bestimmte Medikamente wie Beruhigungsmittel oder Schlafmittel, die ebenfalls die Muskelspannung herabsetzen. Wenn das Schnarchen also vor allem nach Alkoholgenuss oder Tabletteneinnahme auftritt, ist die Ursache meist eine medikamentös oder toxisch bedingte Muskelschwäche im Schlaf. Nummer 6. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was viele nicht wissen, auch bestimmte Herzerkrankungen stehen im engen Zusammenhang mit Schnarchen, vor allem dann, wenn es Teil einer Schlafapnoe ist. Wiederholte Atemaussetzer führen zu nächtlichen Sauerstoffmangelphasen, was das Herz stark belastet. Langfristig kann daraus Bluthochdruck entstehen oder sich eine bestehende Herzinsuffizienz verschlechtern. Besonders gefährlich ist das für Menschen, die bereits unter Herzrhythmusstörung oder koronarer Herzkrankheit leiden. Für sie kann das Schnarchen ein stiller Hinweis auf eine bedrohliche Überlastung des Herzens sein. Und Nummer 7. Depression und psychische Erkrankungen. Auch die Psyche kann indirekt zum nächtlichen Schnarchen beitragen. Menschen mit Depression schlafen häufig unruhig, greifen öfter zu Schlafmitteln oder leiden unter veränderter Muskelspannung im Schlaf. Zudem führt die veränderte Regulation des Nervensystems bei manchen psychischen Erkrankungen zu einer erhöhten Anfälligkeit für Atemstörungen. In Kombination mit Medikamenten wie Antidepressiva oder Neuroleptika kann sich dieser Effekt verstärken und sich als auffälliges Schnarchen äußern. Was sich nachts als vermeintlich harmloses Geräusch äußert, kann also ein wertvoller Hinweis auf innere Prozesse im Körper sein und auf Erkrankungen, die im Verborgenen wirken. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 7 Lebensmittel den Knieknorpel zerstören? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.